Hallihallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Gabriele von Conga Bären Conga Crafts. Heute zeige ich euch, wie ich die Kapnaht bei nicht franzenden Stoffen wie zum Beispiel Kunstleder nähe. Wenn man eine sehr stabile Naht braucht, macht man diese Kappnaht. Als Ziernaht kann man sie auch verwenden. Bei nicht franzenden Stoffen geht das Nähen der Kappnaht einfacher, da man die Nahtzugabe nicht zweimal umschlagen muss. Bei nicht franzenden Stoffen wie dieses Kunstleder muss man die Schnittkante nicht einschlagen. Hinten sieht so aus wie bei der normalen Kappnaht. Die beiden Teile wollen wir jetzt zusammennähen und solch eine Kappnaht machen. Und bevor ihr den Stoff zuschneidet, müsst ihr euch überlegen, auf welcher Seite ihr diese Schnittkante haben wollt. Ich nehme dieses Teil als Hinterteil und dies als Vorderteil. Und die Schnittkante soll nach hinten zeigen. Bei solchen sichtbaren Schnittkanten sollte man mit einem Rollschneider und Schneidlineal zuschneiden, um eine schöne gerade Kante zu erhalten. Wir nähen die Teile links auf links. Beachtet dabei, hier das Vorderteil ca. 2 mm überstehen zu lassen. Denn wenn ich die Teile genau aufeinander legen würde und umklappen, schiebt sich das linke Stoffteil durch die Stärke des Materials nach vorne, wie ihr seht. Also das Vorderteil bzw. die Seite, die umgeschlagen wird, 2 mm überstehen lassen. Und ihr seht, es passt perfekt. Nun nähen wir mit 1 cm Nahtzugabe von dem oben liegenden Teil ausgehend beide Teile zusammen. Damit nichts verrutscht, mit Klammern fixieren und hier auf dem 1 cm entlang nähen. Wenn eure Unterfadennaht nicht so schön ist, solltet ihr beim Zusammennähen darauf achten, dass ihr von der Seite näht, wo die Oberfadennaht zu sehen ist. Stichlänge 3. So sollte es jetzt aussehen. Auseinanderlegen und die rechte, längere Nahtzugabe nach links hier rüberlegen. Und damit es beim Nähen besser liegen bleibt, bügeln wir es. Am besten von der linken Seite. Darauf achten, dass der Überschlag auf der richtigen Seite liegt. Bei mir ist es links. Und schön auseinanderziehen beim Bügeln. Ihr könnt auch noch von der rechten Stoffseite bügeln, aber wie hier beim Kunstleder dann nur mit einem Bügeltuch. Jetzt hier knapp an der Schnittkante entlang nähen. Ich drehe es rum, da ich von der Seite hier besser nähen kann. Stichlänge 4. Hier ist die Schnittkante. So sieht es hinten aus. Und fertig ist eure Kappnaht mit Kunstleder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss!